Schönen guten Morgen, mein Name ist Ruti. Ich befinde mich in Villa O'Higgins im patagonischen Teil Chiles, wo ich im letzten Video die berühmte Carretera Austral bis zum Ende gefahren bin. Hier geht es nicht weiter, weil ein riesiges Eisfeld die Fahrt versperrt. Also muss ich jetzt zurückfahren, die Fähre nach Puerto Yungay nehmen und von dort aus geht heute Abend eine weitere Fähre, die 2 Tage lang um das Eisfeld herumfährt nach Puerto Natales, wo sich der berühmteste Berg Chiles befindet. Das Problem ist, ich habe kein Ticket für die Fähre. Heute Abend um 8 geht dann diese Fähre von Puerto Yungay. Und die geht nur einmal die Woche und die ist im Internet immer ausgebucht. Also das heißt, für Vehikel ist sie immer ausgebucht. Ich beobachte das seit Februar. Immer wenn ich reingeguckt habe, gab es keine Vehikel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe kein Ticket für diese Fähre. Und es ist Osterwochenende. Es könnte sein, dass mehr Verkehrsaufkommen ist oder Passagieraufkommen. Könnte aber auch sein, dass weniger ist, weil die Leute vielleicht nicht über Ostern auf der Fähre sein wollen. Deswegen will ich frühzeitig da sein, um mich dann dahin zu stellen und sagen, ey, habt ihr ein Ticket für mich? Motorrad könnt ihr vielleicht einfach noch irgendwie reindrängeln. Gestern Abend, Karfreitag, war ich dann noch in einem Restaurant. Es gab natürlich kein Fleisch, nur Fisch und habe ich Lachs gegessen. Chiles Küche ist jetzt nicht die reichhaltigste und die Sachen sind okay, Fleisch mit Pommes eigentlich immer, aber was sie super können, ist halt Lachs und Avocado. Und ja, hatte ich halt den Lachs und es gab sogar Gemüse dazu, was sehr ungewöhnlich ist. Also habe ich Gemüse dazu gegessen und in dem Restaurant lief im Hintergrund ein Jesus-Film. Also habe ich doch noch ein bisschen Osterfeeling bekommen. Als ich gerade Pause gemacht habe an so einer Klippe, ist ein Kolumbianer mit einer Royal Enfield an mir vorbeigefahren, hat kurz angehalten, Hallo gesagt. Genau 2 Stunden habe ich gebraucht. Bin ich da. Heute mal ein bisschen früher als die Fähre. Und ja, da steht auch der Kolumbianer mit der Royal Enfield. Während wir jetzt fahren, möchte ich gerne mal erklären, was ich über Mate gelernt habe. Ich habe hier schon ein bisschen verschüttet, aber ich werde jetzt mal einen machen. Und zwar, Mate kann man hier überall kaufen. Traditionell ist es das herbe Zeug und es ist wie Club Mate, kennt man vielleicht bei uns, dieses Erfrischungsgetränk. Für wen es nach Aschenbecher schmeckt, für den ist es nichts. Ich bin selber kein Experte, ich habe es erst 3-4 Mal getrunken, aber was habe ich gelernt? Es gibt auch dann mit Erdbeergeschmack und sowas, aber das ist alles nichts. Man trinkt den traditionellen, habe ich mir hier sagen lassen. Und dann macht man hier so viel wie man will, da rein, muss man schon ordentlich was reinmachen in den Matebecher, je nachdem wie stark man es haben will. Also es ist irgendwie 10-mal so stark wie Kaffee, wie Koffeingehalt. Und dann muss man so ein bisschen hier eine Hand drauf und dann so ein bisschen so, dass der Dust rausfällt, also der Staub, weil der geht in den Becher rein. Und sieht man schon, der ganze Staub hier. Und das ist der typische Mate-Löffel. Ein Löffel mit kleinen Löchern, der gleichzeitig ein Strohhalm ist. Ich habe natürlich eine ganz kleine Version, aber
Ja, das ist schon okay. Und es ist eben zum Reisen gut, Metall. Steckt man dann so rein. Hier kann man natürlich hier noch so machen. Perfekt. Und man gießt es da rein, wo das Loch ist quasi oder wo der tiefste Punkt ist. Und dann kann man direkt trinken. Man muss nicht warten, wie beim normalen Tee. Und der erste Schluck ist heiß. Und wenn das einem schon zu heiß ist, dann nicht den zweiten nehmen, weil der zweite ist noch heißer. Und dann ist es wichtig, normalerweise vor der Pandemie ist es so, dass man das nicht alleine trinkt, sondern man nimmt einen Schluck oder zwei und dann gibt man weiter und so weiter und dann also man reicht es so rum. Und wenn man Danke sagt, dann ist es vorbei. Also die Touristen sagen immer Danke, wenn sie es bekommen, das heißt, dann kriegen sie nichts mehr. Also das ist falsch. Man sagt erst Danke, wenn man nichts mehr will. Und wenn man es bekommt, man fasst niemals diesen Löffel an. Also man macht nicht so. Nein, man fasst es immer an der Tasse an. Und ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der Löffel aus Metall ist immer, das ist schon ziemlich heiß. Ja, und es ist ziemlich stark und ziemlich herb. Mir wurde empfohlen dazu, so süße Kekse zu essen. Der Kontrast soll besonders lecker sein dann zwischen süß und herb. So, jetzt haben wir hier los, 25 Minuten und dann hoffe ich, dass ich da ein Ticket bekomme. So, ich glaube, das ist das Schiff. Das fährt dann 2,5 Tage, sieht nicht so aus, aber ich glaube, das ist es. Mir wurde jetzt gesagt, um 6 Uhr kommt ein Christian und der verkauft die Tickets, wenn es Tickets gibt. Und der andere Motorradfahrer, der hat das gleiche Problem, hat kein Ticket, will eins haben. Ich habe jetzt ein bisschen da neben meinem Moped auf dem Bürgersteig gesessen, im Internet surft. Hier gibt es nur H+, das ist nicht so eine gute Verbindung. Dann war ich da drin, habe einen Cappuccino getrunken, einen Empanada gegessen und einen Aufkleber gekauft. Ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie einen Aufkleber von Carretera Austral oder Ruta 7 oder so, habe ich aber nirgendwo gesehen. Jetzt habe ich hier einen von dieser Cafeteria. Tja, das habe ich alles gemacht und jetzt ist es 10 vor 3. Die Zeit schleicht. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass hier der Kolumbianer auch kein Ticket hat. Dann sitzen wir zusammen im gleichen Boot sozusagen. Passenderweise. Oder wenn wir das Boot nicht kriegen, dann können wir uns zusammen eine Unterkunft suchen oder so. Mal gucken. Ja, hier passiert nichts. Die beladen das Boot, glaube ich, langsam. Bevor ich jetzt die Carretera Austral endgültig verlasse, noch ein paar letzte Worte. Ursprünglich war das hier der Endpunkt der Straße. Pinochet hat die 1976 in Auftrag gegeben und erst 1990 ist sie fertiggestellt worden mit Endpunkt hier Puerto Yungay. Und das letzte Stück, was ich heute zurückgefahren bin, nach O'Higgins, wurde erst 97 fertiggestellt. Und wenn man so ein bisschen Zeit hat wie ich, dann kann man eben noch das alte Endschild hier entdecken. So, wie man sieht, hat es geklappt. Wir sind auf dem Schiff, der Kolumbianer und ich waren die letzten beiden und es ist sogar noch Platz hier. Ja, der Christian, der hier der Man ist, der hat jetzt meinen Pass erstmal behalten, aber auch den von dem Kolumbianer. Ich hoffe, er ist irgendwo und bezahlt habe ich auch noch nicht. Also ja, es wird alles richtig sein. Jetzt wird hier mein Bike festgezurrt und dann werde ich noch meine Haube drüber machen und dann geht es 2 Tage da rein. Wir fahren noch nicht, aber es gibt schon mal Abendessen und sonst gut. Ja. Suppe, alles Mögliche. Also im Moment bin ich zufrieden. Es ist warm hier. Ich habe sogar eine Decke bekommen. Alles top. Kann mich nicht beschweren.
ungefähr Hälfte des Weges sind wir in Puerto Eden. Das kleine Dorf irgendwo, im Nirgendwo. Und die Bezahlung hat gestern angefangen. Da musste man das Bike bezahlen, 26.000 Peso. Und heute, also man kann es nicht auf einmal bezahlen, heute war dann Passagier bezahlen. Das sind 133.000. Also insgesamt sind es 180 Euro. Das Wetter ist nicht so gut, es regnet eigentlich die ganze Zeit. Ansonsten ganz gut geschlafen, ist okay. Und ja, es gibt 3-mal Essen am Tag. Das ist was. Eigentlich sollten wir in 2 Stunden ankommen, aber das habe ich gerade erfahren, es sind irgendwie 5 oder 6 Stunden langsamer. Ich habe noch keine Unterkunft, das ist halt ätzend, wenn man erst um 10 oder so abends ankommt. Und es gibt hier kein Internetsignal, deswegen kann ich jetzt nichts buchen, aber kann ich auch nichts ändern. Hänge ich hier noch ein bisschen rum. So, 50 Stunden später kommen wir an. Bin hier komplett eingeparkt, alle anderen Autos sind schon frei. Und jetzt ist mein Bike gerade nicht angesprungen. Es hat wirklich gedauert, aber jetzt ist es angesprungen. Jetzt lasse ich es erstmal ein bisschen laufen. Es war zum ersten Mal, seit ich es habe, dass es nicht richtig angesprungen ist. Keine Ahnung. Und jetzt warte ich, bis ich hier ausgebaut werde. Und der Kolumbianer, ich hatte noch keine Unterkunft, den habe ich gefragt und der hatte irgendwie eine jetzt, der wollte eigentlich nach Punta Arenas weiterfahren, hat aber jetzt eine und der hatte angerufen und kann ich auch eine haben. Das ist der einfachste Weg jetzt für mich, muss ich jetzt nicht im Nachts hier noch rumsuchen. Vier Motorradfahrer waren wir auf dem Schiff. Und wir machen jetzt noch ein Foto zusammen. Jan und Lucy aus Tschechien. Die haben ihre Motorräder in Peru gekauft. Und ich glaube Walter aus Kolumbien mit der Royal Enfield. Und Jan hat eine richtige Kamera. Da machen wir jetzt ein professionelles Foto. Ja, richtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Erste Nacht, das hier ist die Cabana. Küche, es gibt 3 Betten, ein Doppel, also für 4 Leute wäre es quasi Platz. Walter fährt heute weiter nach Punta Arenas. Ist so, glaube ich, 2,5 Stunden von hier, war noch weiter südlich. Bisschen größere Stadt, habe ich mir sagen lassen. Und ich kriege jetzt noch Besuch aus Santiago. Und dann behalten wir hier die Cabana. 50.000 zahlt man, das ist ein ganz guter Preis für hier. Sind so, ich glaube, 55 Euro ungefähr. Und man hört es vielleicht, hat ja gestern Abend auf dem Schiff ist meine Lucy schwer angesprungen. Also hatte bestimmt, ich habe lange starten müssen, also mehrmals und habe erst gedacht, ich krieg sie nicht an. Und es hatte ja so schlimm geregnet, aber ich hatte sie die ganze Zeit abgedeckt. Keine Ahnung. Und es war jetzt nicht so die See war nicht so rauch, dass es drüber geschwappt ist. Ich habe es jetzt mal, man hört es, angemacht, ist sofort angesprungen und es ist kalt. Ich lasse jetzt mal ein bisschen laufen.
Tja, war die Lucy ein bisschen seekrank. Ihr könnt gerne mal sagen, woran es liegen könnte für die Zukunft. Ein paar Tipps wären super, weil ich wüsste ja dann gar nicht, was ich machen soll. Ich würde dann versuchen, sie zu starten über die Batterie-Starthilfe. Mehr wüsste ich dann auch nicht. Und irgendwie Kontakte prüfen oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal sagen, was man da machen kann. Ich habe jetzt die Taschen schon abgemacht. Aber wie krass das eingestaubt ist. Also hier ist wirklich, wie dick der Staub da drauf ist. Das ist halt wirklich wie Sand. Eine interessante Sache vielleicht hier in Puerto Natales, also südlich dieses riesigen Eisfelds, die machen die Zeitumstellung nicht mit. Also die stellen nicht auf Sommerzeit um. Nordchile hat quasi vor ein paar Wochen auf Sommerzeit umgestellt. Ich glaube eine Woche nachdem Deutschland auf Winterzeit umgestellt hat. Und es ist ja ein ewiges Hin und Her jetzt. Also die ganze Zeit im Winter hier, also im deutschen Winter, war die Zeitdifferenz 4 Stunden. Also Deutschland war 4 Stunden voraus. Dann hat Deutschland umgestellt, dann waren es 5 Stunden. Dann hat Chile umgestellt, dann waren es 6 Stunden. Und jetzt bin ich hier runtergefahren und jetzt macht hier unten der Süden eben die Zeitumstellung nicht mit. Und es ist 1 Stunde später. Ich bin total verwirrt, weil mein Handy rafft es nicht. Also mein Handy zeigt eine falsche Zeit an. Die Wetter-App in meinem Handy zeigt eine andere Zeit an, die aber auch falsch ist. Ich glaube, mein Computer zeigt die richtige Zeit an, aber ich habe jetzt hier keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Ich habe mal den Walter hier gefragt. Ich meine, es sind jetzt wieder nur 5 Stunden Differenz zu Deutschland. Ja, ich bin raus mit der Zeit. Es ist, wenn man wandern gehen will, früh aufstehen und zurückkommen, bevor die Sonne untergeht. Und so halte ich es auch beim Motorradfahren. Die Fähre hat mich nicht nur um das große Eisfeld herumgebracht, sondern auch in die Region de Magallanes y de la Antártica Chilena, also die Magellan- und Antarktis-Region, denn ein Teil der Antarktis gehört zu Chile. Und die Provinz hier heißt Ultima Esperanza, die letzte Hoffnung. Und den Besuch, den ich hier empfange, den kennt ihr schon aus meinem Santiago de Chile Video. Es ist nämlich die Sarah. Die Magellan-Region ist die letzte auf dem südamerikanischen Kontinent und 20.000 Menschen wohnen in Puerto Natales.
Puerto Natales ist auch die Stadt der Riesenfaultiere. Denn die haben Patagonien bevölkert, und zwar genauer gesagt das Mylodon. Und ein Deutscher, Hermann Eberhard, hat hier in einer Höhle, irgendwo da, Knochen von dem Riesenfaultier gefunden. Und das ist ungefähr die Originalgröße, wie groß ungefähr so ein Riesenfaultier war. Bei Wikipedia steht sowas, dass sie auch 6 Meter groß werden können, aber hier steht, in Wirklichkeit waren sie eher 2,5 Meter groß. Vielleicht, es gab auch verschiedene Arten und so, aber hier das Mylodon. Und wie man sieht, ist es verwandt mit dem Ameisenbär und eben verwandt mit den heutigen Faultieren. Und deswegen sind hier überall Statuen. Und man kann auch diese Höhle besuchen. Ein deutscher Siedler, Hermann Eberhard, hat 1895 diese Höhle betreten und eine Tierhaut gefunden, die er nicht kannte. Und das war die Tierhaut des Riesenfaultiers. Das hier soll Hermann Eberhard sein. Das Mylodon ist ungefähr vor 10.000 bis 14.500 Jahren ausgestorben. Da war die letzte Eiszeit, kam zum Ende und die Temperatur ist angestiegen. Und es gibt verschiedene Theorien, warum es ausgestorben ist. Einmal eben dieser Klimawandel und andererseits, dass die Menschen das ausgerottet haben. Oder halt auch eine Mischung aus beiden Faktoren. Bei Wikipedia hatte ich noch gelesen, dass die Klimawandel-Story oder These mittlerweile nicht mehr so als wahrscheinlich gehandelt wird, weil das Riesenfaultier viele Klimawandel überstanden hatte und dann plötzlich verschwand. Die meisten Leute kommen aber nicht wegen des Riesenfaultiers nach Puerto Natales, sondern wegen dem Torres del Paine, Chiles berühmtesten Berg.